An dem Tag, wo du deinen deutschen Wohnsitz aufgibst und Deutschland nicht mehr Ort deines gewöhnlichen Aufenthaltes ist, endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Was aber, wenn das mitten im Jahr passiert? Was musst du dann noch hier für den Rest des Jahres steuerlich in Deutschland beachten? Bist du vielleicht noch für das ganze Jahr in Deutschland steuerpflichtig? Diesen Fragen wollen wir in diesem Video einmal nachgehen. Viele Mandanten, die ins Ausland umziehen, ziehen nicht genau zum Jahreswechsel um. Sie ziehen in der Mitte vom Jahr um. Gerade wenn man Kinder und Familie hat, ist ja oftmals der Umzug hier synchronisiert mit dem Schuljahr, findet also vielleicht im September zum Beispiel statt. Eines ist klar, und das haben wir auch schon vielfach hier auf unserem Kanal in vielen Videos erwähnt: Die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland endet, wenn du den deutschen Wohnsitz aufgibst und Deutschland nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist und natürlich auch nicht mehr dein Lebensmittelpunkt. Was musst du aber in diesem Wegzugsjahr steuerlich noch beachten? Du bist ja sicherlich für den Teil des Jahres, in dem du in Deutschland gelebt hast, dort steuerpflichtig. Was heißt das für den Rest des Jahres? Was musst du für eine Steuererklärung einreichen? Was musst du hier für Angaben machen? Was bedeutet das für deine Auslandseinkünfte? Musst du vielleicht zusätzliche Formulare dann in dieser letzten Steuererklärung des Wegzugsjahres hier mit einreichen? Nun gehen wir einmal davon aus, dass du zum 30.06. Deutschland verlässt. Der 30.06. ist also das Datum, wo du deinen Wohnsitz in Deutschland endgültig aufgegeben hast. Und es ist letztlich auch das Datum, ab dem auch dein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland endet. Deine ganze Familie zieht mit dir ins Ausland um. So, zunächst mal muss man sagen, dass du in Deutschland ja nur als unbeschränkt Steuerpflichtiger oder beschränkt Steuerpflichtiger behandelt werden kannst und dann im erweiterten Sinne auch noch als erweitert beschränkt Steuerpflichtiger. Ja. Aber das heißt, es gibt keinen anderen Status. Das heißt also, was würde für das Wegzugsjahr passieren? Du bist als unbeschränkt Steuerpflichtiger für das gesamte Jahr nach der Sonderregelung des Paragraphen 2 Absatz 7 im Einkommensteuergesetz noch in Deutschland steuerpflichtig. Was bedeutet dies konkret? Nun, zunächst mal bedeutet es, dass du deine gesamten weltweiten Einkünfte auf dieser Steuererklärung erklären musst. Also nicht nur, was du bereits im ersten Halbjahr in Deutschland verdient hast, sondern auch noch alles andere, was du im Rest des Jahres, in welchem du schon nicht mehr in Deutschland lebst, verdienen wirst. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Du musst die Gesamteinkünfte des Jahres auf dieser Steuererklärung angeben. Du wirst also in diesem Sinne als unbeschränkt steuerpflichtig betrachtet. Wohlgemerkt, ich habe nicht gesagt, dass du auf die gesamten Einkünfte in Deutschland Steuern bezahlen musst. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Aber du wirst sie erklären müssen. Auf die inländischen Einkünfte, wie sie eben im Sinne des Paragraphen 49 Einkommensteuergesetz definiert sind, wirst du ganz normal die deutschen Steuern bezahlen müssen. DBAs oder sowas spielen hier noch keine Rolle. Selbst wenn du, wie gesagt, mehr als 183 Tage zum Beispiel dann in deinem neuen Wohnsitzstaat lebst. Diese Einkünfte sind nach wie vor in Deutschland zu versteuern. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du Deutschland verlassen hast, hast du eben noch die ganz normale Steuerpflicht in Deutschland. Jetzt kommen wir zu den ausländischen Einkünften. Wie ich ja gerade eben gesagt habe, musst du sämtliche ausländischen Einkünfte in dieser letzten Steuererklärung mit aufnehmen. Allerdings nicht, um darauf dann in Deutschland Steuern zahlen zu müssen, sondern was passiert ist, dass du letztlich auf Basis deiner weltweiten Einkünfte in diesem letzten Steuerjahr dann besteuert wirst. Was ich damit sagen will ist, selbst wenn du in Deutschland zum Beispiel nur in den ersten 6 Monaten
20.000 Euro verdient hast und dann im Ausland 100.000 Euro, dann musst du die 20.000 Euro mit einem Steuersatz versteuern auf Basis von 120.000 Euro, die du ja dann gesamthaft in diesem Jahr im In- und Ausland verdient hast. Das heißt also, der Steuersatz für dein inländisches Einkommen geht nach oben, dadurch, dass du im Ausland Geld verdient hast. Aber wie gesagt, du musst das ausländische Einkommen nicht noch einmal versteuern. Was ebenfalls in der letzten Steuererklärung zu berücksichtigen ist, ist deine Beteiligung an einer deutschen oder ausländischen Kapitalgesellschaft. Hier, das weißt du bereits, geht es um die sogenannte Wegzugsteuer. Das ist auch in der letzten Steuererklärung beim Wegzug dann festzuhalten. Hier musst du einen sogenannten fiktiven Veräußerungserlös für deine Anteile ermitteln und diese dann angeben in der Steuererklärung und darauf wirst du dann besteuert. Das ist ein relativ komplexes Thema. Wir haben dazu schon etliche Videos gemacht. Ich schlage dir vor, dass du dir das einfach mal anschaust und dich dann dazu gegebenenfalls von deinem Steuerberater beraten lässt. Aber das ist eben auch Teil der letzten Steuererklärung. Und das ist natürlich wichtig. Viele Mandanten denken, okay, diese Wegzugsteuer, die muss ich bezahlen sozusagen, bevor ich hier Deutschland verlasse. Sozusagen auf dem Weg zum Flughafen schmeiße ich noch einen Scheck beim Finanzamt ein, wenn man noch Schecks verwenden würde. So mal bildlich gesprochen, aber so ist es nicht. Ja, das heißt, die letzte deutsche Steuererklärung reichst du fristgerecht ein, wie jede andere deutsche Steuererklärung auch. Und darauf wird dann eben die für die Wegzugsteuer relevanten Informationen an das Finanzamt übermittelt, nicht vorher. Und da findet dann eben auf Basis deiner Angaben die Endbesteuerung ab. Das ist ein sehr komplexes Thema. Wie gesagt, da haben wir andere Videos, wo wir dazu noch im Detail drauf eingehen. So, außer der Wegzugssteuer wirst du auch noch die Anlage WAEST einreichen. Auf der Anlage WAEST, hier haben wir auch schon Videos zu gemacht, schau es dir am besten mal an, gibst du an, ob du zum Beispiel in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist. Auch bestätigst du dort nochmal, dass du an einer Kapitalgesellschaft im In- und Ausland beteiligt bist und ob du nur temporär umziehen willst. Das wirkt sich dann auf die Wegzugsteuer aus. Ja. Diese Anlage musst du also ebenfalls mit einreichen und damit weiß dann das Finanzamt schon mal, dass du jetzt in einem Niedrigsteuerland bist oder dass du eine Gesellschaft hast und wird sich dann diesbezüglich mit dir in Verbindung setzen. Denn das hat ja alles auch wieder steuerliche Konsequenzen. Stichwort erweitert beschränkte Steuerpflicht. So, das war im Grunde genommen alles, was hier letztlich hinsichtlich der Erklärung von Einkünften und der Steuererklärung beim Wegzugsjahr aus Deutschland noch anzugeben ist. Zuständig ist übrigens dein bisheriges Wohnsitzfinanzamt. Das heißt, dort reichst du diese letzte Steuererklärung ein. Jedenfalls als unbeschränkt Steuerpflichtiger und danach bist du dann möglicherweise beschränkt steuerpflichtig und musst da auch wiederum Steuererklärung dann einreichen. Da geht es dann aber nur noch um deine beschränkt steuerpflichtigen deutschen Einkünfte. Ziehst du in ein Niedrigsteuerland und bist du digitaler Nomade, hast noch wirtschaftlich Interesse in Deutschland oder sogenannte betriebsstättenlosen Einkünfte, zum Beispiel über eine LLC, dann wirst du erweitert beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Das hat auch wiederum viele unangenehme Konsequenzen. Schau dir einfach mal unsere Videos dazu an. Dann musst du noch für 10 Jahre ganz spezielle Steuererklärungen in Deutschland einreichen. Wenn der Wegzug ins Ausland aus steuerlichen Gründen vielleicht auch für dich ein Thema ist und du zu den Punkten, die wir hier besprochen haben, Fragen hast, lade ich dich ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dazu beraten, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.